Willst du gar nicht wissen, was drin steht? Ich habe ihn eben auf Königsbrunn getroffen. Da hätte er es mir auch persönlich sagen können. Und vielleicht hat er sich nicht getraut. Weißt du, was drin steht? Fabian ist auf dem Weg zum Flughafen. Er geht nach Australien. Ich werde dich ausquetschen, bis du vor mir am Boden liegst und um Gnade flehst. Du wirst mich nicht mehr los. Ich werde immer an deiner Seite sein, bis dass der Tod uns scheidet. Du hast dich schon wieder von ihr einwickeln lassen. Falsch. Meine beste Mitarbeiterin will nur nicht auf ihren krisensicheren Arbeitsplatz verzichten. Wo hat man schon solche Aufstiegschancen wie in einer Modelagentur, nicht wahr? Genau. Sieht so aus, als hätte ich die besseren Argumente gehabt. Wir wissen ja alle, wie ehrgeizig unsere Olivia ist. Du bist so eine blöde Kleine. Hör auf. Wir hatten eine Abmachung. Also halten Sie sich daran. Abmachung? Sorry, ich weiß gerade nicht, was Sie meinen. Aber ich muss auch los in die Agentur. Es ist ganz schön viel Arbeit übrig geblieben. Ich sag's ja, meine beste Mitarbeiterin. Ups. Habt ihr schon wieder verloren? Gewöhnt ihr euch langsam dran? Schmeiß sie raus. Du verschwindest jetzt, Tanja. Wir beide hatten übrigens auch eine Abmachung. Dass du deiner Familie nicht den wahren Grund für unsere Hochzeit nennst. Wenn doch, werde ich Nathalie nicht entlasten. Das bedeutet mindestens 5 Jahre Knast, Alkohol, der ganz tiefe Absturz. Fabian geht nach Australien und hält es nicht mal für nötig, sich von mir zu verabschieden. Das ist echt krass. Und es hat sich gestern ganz kurzfristig ergeben. Heute Morgen war er auf Königsbrunn. Da wusste er es doch auch schon. Der hat kein Sterbenswörtchen gesagt. Judith, jetzt liest doch seinen Brief. Vielleicht hat er dir darin alles erklärt. Liebe Judith, ich bin mir nicht sicher, ob du meinen Brief überhaupt lesen wirst. Ich wollte dir aber unbedingt noch mal schreiben, dass es mir leid tut, wie alles gelaufen ist. Du hast keine Schuld. Und dass es nicht funktioniert hat zwischen uns, das ist ganz allein meine Schuld. Naja, und die blöden Umstände eben. Aber ich will, dass du eins weißt. Du warst mir immer wichtig und wirst es immer bleiben. Das war's. Ein Brief. Jetzt ist er auf dem Weg zur anderen Seite der Welt. Du würdest dich gern von ihm verabschieden, ne? Würde, hätte. Was weiß ich. Ich meine, immerhin habe ich ihn mal geliebt. Der Flieger geht in 2 Stunden. Wenn du dich beeilst. Ich habe keine Ahnung, womit Olivia unter Druck gesetzt wird, aber sie wird nicht mehr aussagen, dass Tanja Sarah Koks besorgt hat. Dann können wir also nicht verhindern, dass dieses Miststück sich auf dem Schloss breit macht. Und wenn es hart auf hart kommt, dann kriegt sie das Sorgerecht für Hannes zurück und damit Vaters Erbe. Nein. Dann müssen wir eben versuchen, alleine mit Sarahs Aussage gegen Tanja vorzugehen. Ohne Beweise steht Aussage gegen Aussage. Wir haben Olivia gebraucht, damit sie Sarahs Aussage bestätigt. Wir haben keine Möglichkeit mehr, Tanja auszuschalten. Sie ist jetzt Nathalies einzige Chance. Es sei denn, Frau Köbler bezeugt, dass Nathalie nicht hinter dem Steuer gesessen hat. Die liegt doch noch im Koma. Ja, und Charlie und ich, wir haben zu Protokoll gegeben, dass wir Nathalie, die Fahrerin, gesehen haben. Das ist eine Farce. Ja, wir sind auch nicht begeistert, Charlie, glaub mir. Ja, und da sitzt ihr seelenruhig hier und schaut zu, wie sich diese Pest wieder in eure Familie einschleicht? Wir sitzen nicht seelenruhig hier. Wir versuchen...
Wir wüssten auch gerne, was in Ansgars Kopf vor sich geht. Ja, das kann ich euch sagen. Monatelang hat er so getan, als ob er Natalie unbedingt zurückhaben will. Und jetzt, wo sie im Gefängnis sitzt, ist sie nicht mehr interessant für seine Vorzeigefamilie. Also lässt er sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Aber der wird sich noch wundern. Kommst du jetzt endlich, Tanja? Du hast in Carlas Büro nichts zu suchen. Bald ist es mein Büro. Außerdem ist unser kleines Meeting noch nicht zu Ende. Sag mal, willst du überhaupt noch, dass ich Natalie ein Alibi besorge? Sag mal, was soll denn diese bescheuerte Frage? Dann solltest du endlich dafür sorgen, dass wir heiraten. Hast du endlich einen Termin für die Scheidung? Ja, den hab ich. Morgen. Wunderbar, da kann ich ja gleich Daniel Schmidt Du wirst Bescheid- nichts derartiges tun. Gut, wie du meinst. Kommen wir zum nächsten Punkt. Thema Wiedergutmachung. Ich war doch sehr enttäuscht von deiner Schwester und dir, Olivia gegen mich aufzuhetzen. Deswegen bestehe ich auf einen weiteren Punkt in unserem Ehevertrag. Was willst du denn noch? Du wirst auf die Firmenführung verzichten. Zu meinen Gunsten. Wie bitte? Glaubst du im Ernst, ich verzichte auf die Firma? Vergiss es. Du bist doch sonst nicht so materialistisch. Sonst geht's dir doch immer nur um unseren Sohn. Komm schon, Ansgar. Du willst doch bestimmt viel Zeit mit Hannes verbringen. Ihr habt so viel nachzuholen. Ich kümmere mich so lange ums Business. Ich bin eh die bessere Geschäftsfrau. Träum weiter, Tanja. Und jetzt raus. Wie du meinst. Aber denk an die arme Natalie und an diese sadistische Schließerin. Es ist furchtbar, wie sie behandelt. Der einzige Mensch, der ihr helfen könnte, lässt sie im Stich. Ich könnte fast Mitleid mit ihr haben. Wie siehst du denn aus? Braucht dich nicht interessieren. Was willst du hier? Ich wollte eigentlich mit euch feiern. Hast du mal wieder jemanden erfolgreich erpresst? Wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Ich wollte Christian nicht wirklich outen. Aber pass auf. Die von Anstetten will, dass ich ab sofort für sie modele. Na, wie sieht's aus? Feier mit deinen Freunden. Ups, ganz vergessen, hast ja gar keine. Wow. Ja, ich will mit Olivia nichts mehr zu tun haben. Außerdem gibt's wirklich wichtigere Dinge, als mir ihr Gelaber anzuhören. Ja, zum Beispiel die Frage, was man gegen solche Deppen wie Axel unternehmen kann. Am besten ignorieren. Bis der nächste Schwulenhasser um sich schlägt und nicht wirklich mal dran kriegt, nee. Dieser Journalist, der über deinen Kampf berichtet hat. Wie wär's denn, wenn wir dem mal stecken, was nach dem Kampf abgegangen ist? Und die Jungs im Club noch mehr provozieren? Nein, danke. Außerdem will ich die Presse aus unserem Privatleben halten. Die anderen Typen im Club, die sind wenigstens nicht ganz so hohl wie Axel. Die kapieren, worauf es wirklich ankommt. Auf Kraft und Ausdauer. Ab jetzt kannst du auf deinen großen Bruder aufpassen, hm? Wir schicken dir dann Fotos, wenn wir mit den Haien surfen. Aber Papa, du verstehst schon, dass ich keinen Bock mehr auf Düsseldorf habe, danke. Oder? Auswandern wäre nicht mein Ding, aber ich kann es nachvollziehen. Tim, bist du nicht begeistert davon, dass ich dich alleine lasse? Ich bin nicht alleine. Ich habe Lydia, Arno. Und wenn's brennt, setze ich mich einfach in den Flieger. Klar, ist ja gleich um die Ecke, ne? Hast du dich von deiner Mutter verabschiedet? Nein, mach ich noch. Sie ist gerade in Flensburg. Bin sicher, dir wird's gefallen in Australien. Ja, aber hallo. Am meisten freue ich mich auf geile Strandpartys mit David. Strandpartys, viel Bier und nette Mädels, ne? Nee, du lass mal. Eine Beziehung ist gerade echt das Letzte, worauf ich aus bin. Nach der Sache mit Judith. Wollte sie zum Flughafen noch kommen? Siehst du sie hier irgendwo? Dumme Frage. Hier, ist für dich kleine Starthilfe. Ich
hab doch genug im Zivildienst gespart. Ja, dann bist du der erste Mensch, der zu viel Geld hat. Trotzdem danke. Na komm, lass uns zum Check-in. Und überlegst es dir noch anders wie deine Schwester. Nein. Hältst du mir gleich ein bisschen die Tatzen? Was mit euch? Gleich eine Runde Sparring? Ich habe euch was gefragt. Ach ja, schon klar. Wenn ihr euch anders überlegt, ich bin hier vorne. Hi, toi, toi. Hey. Den Scheiß musst du dir nicht geben. Wir können dir auch einen anderen Boxclub suchen. Als NRW-Meister kommst du überall unter. Und den Schwachmaten, die das Gefühl geben, sie hätten gewonnen? Schwulenfreie Zone? Niemals, Gregor. Was gibt's denn, Herr Anwalt? Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie Nathalie mit der Hochzeit antun? Wollen Sie sie völlig fertig machen? Warum tragen Sie eigentlich noch kein Engelskostüm? Ach ja, richtig. Waren Sie es nicht, der mit Kitty ins Bett gegangen ist? Haben Sie nicht Nathalie unterstellt, sie hätte Kitty aus Eifersucht angefahren? Und waren es nicht Sie, der Nathalie geraten hat, eine Schuld einzugestehen? Das ist nun mal der einzige Weg, das Strafurteil zu mildern. Es gibt keine Beweise, die sie entlasten. Das ist nun mal die Realität. Realität? Was wissen Sie denn schon von Realität? Was diskutiere ich überhaupt hier mit Ihnen? Weiß Gott, andere Sachen zu tun. Was denn? Die Menüplanung für Ihre Hochzeit? Ihre Gästeliste? Sie machen sich schon wieder ganz schön einfach. Immer wieder haben Sie Nathalie die Hoffnung gemacht, sie da rauszuholen. Und jetzt? Jetzt reichen Sie die Scheidung ein und heiraten Tanja von Anstetten. Wenn Nathalie im Gefängnis zugrunde geht, ist das ganz allein Ihre Schuld. So, und jetzt reicht's mir. Sie verlassen augenblicklich mein Anwesen. Ansonsten rufe ich den Sicherheitsdienst. Ich hoffe nur, dass Nathalie endlich kapiert hat, was für ein Arschloch Sie sind. You talk too much. Maybe that's your way of breaking up the silence that fills you up. But it doesn't sound. Lydia, ruf mich so schnell wie möglich zurück. Ich weiß gar nicht, mit welcher Airline Fabian fliegt. Scheiße. Herr Brandner! Ist Fabian schon weg? Seine Maschine müsste gleich abheben. So ein Mist. Du wolltest dich von ihm verabschieden. Ich glaube, er hat gehofft, dass du auch noch mal kommst. Warum hätte es auch klappen sollen? In unserer Beziehung ist immer alles schief gelaufen, vom Anfang bis zum Ende. Das glaube ich nicht. Was denn? Ja, komm, ab in den Müll damit. Nee, warte mal. Christian, das bringt doch nichts. Warte, pass mal auf. Ich weiß nicht, wer diesen Schwachsinn hier auf mein Handtuch geschrieben hat. Und ehrlich gesagt ist mir auch ziemlich egal. Lass es bitte. Nein. Wenn ihr es cool findet, dass Axel meinen Freund mit dem Totschläger fast krankenhausreif geschlagen hat, dann kann ich euch nur eins sagen. Ihr seid echt arme Schweine. Pass auf, dass dir das nicht auch noch passiert, Schwuchtel. Ey, bist du wirklich so ein Vollidiot wie Axel oder was? Also, wenn es irgendjemand noch ums Boxen geht und nicht um so Kinderspielchen,
Dann lass das in Zukunft bleiben. Was ist denn das Schlimmste, was eine Frau zu dir sagen kann? Dass du schlecht im Bett bist. Nee, viel schlimmer. Dass du ein richtig guter Kumpel bist. So ein Spruch geht ja mal gar nicht. Nee. Dafür weiß ich, wie sie nicht als Kumpel haben will. Ach, sie hängt immer noch an diesem Fabian. Hat sie das gesagt? Ach, das sieht man ja auf 100 Meter an. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die beiden wieder glücklich händchenhaltend im No-Limit sitzen. Dürfte ein bisschen schwierig werden auf die Entfernung. Fabian lungert ständig darum und Judith wohnt eine Etage darüber. Ja, nee, Fabian züchtet jetzt Kängurus in Australien. Nicht mitbekommen? Graf Lahnstein, Fräulein Hagendorf möchte Sie sprechen. Stell dir vor, Fabian hat sich einfach nach Australien verpisst und ich brauche jetzt echt jemanden zum Reden. Ich soll ihr nach der Hochzeit die Leitung der Holding übertragen. Bitte? Ja, das kann Tanja vergessen. Kann froh sein, wenn sie irgendwo im Archiv eine Bierkiste zum Schreiben kriegt. Ich fürchte aber, du hast keine andere Wahl. Wenn du dich querstellst, dann wird sie dem Mann nicht auftreiben, der Natalie ein Alibi liefert. Was denn? Ich kann doch nicht zulassen, dass sie auch noch die Leitung der Holding an sich reißt. Hast du jemand anders, der Nathalies Unschuld beweisen kann oder der gegen Tanja aussagt? Nein. Ja, und was ist mit der Holding? Das Wichtigste ist, dass Natalie freikommt. Möglichst schnell und egal zu welchem Preis. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hast du nicht gesagt, es geht dir bei der Hochzeit nur um Natalie? Ja, mir geht's auch bei der Hochzeit nur um Natalie. Na also, dann liegt doch auf der Hand, was du zu tun hast. Auch wenn es keinem von uns gefällt. Sag mal, ist dir eigentlich klar, was das bedeutet? Doch, langsam schon. Natalie ist dir nicht so wichtig wie die Firma und unser Vermögen. Blödsinn, ich liebe Natalie, aber... Wenn das wirklich so wäre, dann würdest du keine Sekunde zögern und Tanja heiraten. Aber dann würden wir ja alles verlieren, nicht wahr? Dann hättest du keine Chance mehr auf das Sorgerecht für Hannes und Vaters Erbe. Aber damit wirst du leben müssen. Du wirst Tanja heiraten, du wirst dir die Firmenleitung übertragen und so Natalie retten. Mein Gott, ich bin so froh, dass dir nicht mehr passiert ist. Hallo. Na, da hat aber jemand eine Laune. Ja, war beim Training. Tja. Und nach dem Training lag das hier auf meiner Tasche. Die ticken ja nicht mehr ganz sauber. Also mit Sport hat das auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Aber da haben sie sich mit dem Falschen angelegt. Ich werde die fertig machen. Das wirst du nicht tun, Christian. Was denn? Die sind total schwulenfeindlich, Frau Schneider. Ja, ich weiß. Einer davon hat Olli verprügelt. Was ist denn Ihr Tipp? Soll ich vielleicht zu denen hingehen und sagen, hey Leute, das war nicht ganz okay von euch, aber hey, Schwamm drüber? Nein, aber es bringt bestimmt nichts, sie noch weiter zu provozieren. Diesmal hat Olli Glück gehabt. Aber diesen Typen ist doch alles zuzutrauen. Das nächste Mal kommen sie vielleicht zu 5. Ist denn schon ein bisschen besser? Ja, ein bisschen. Du hast dir immer noch gewünscht, dass du wieder mit Fabian zusammenkommst, oder? Ich hab's mir zwar ausgeredet, aber... Jetzt geht er einfach nach Australien. One way. Ist vorbei, endgültig, verstehst du? Und weißt du, was das Schlimmste ist? Dass wir es nicht mal hingekriegt haben, uns zu verabschieden. Also wenigstens wie Freunde. Vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Ich würde dir so gerne helfen und was Intelligentes sagen, aber... Es reicht auch, dass ich mich bei dir ausheulen kann. Das tut echt total gut. Charlie lässt bei mir ganz gern die Mama raushängen, aber das darfst du nicht ernst nehmen. Sie hatte doch recht. Ach, so ein Quatsch. Charlie ist einfach manchmal ein bisschen hysterisch. Was ist, wenn die Typen wirklich nochmal auf dich losgehen, ne? Du hättest die Stimmung im Club heute mal erleben sollen. Das wird nicht passieren. Ich habe mich einfach nicht outen dürfen. Ach, Schwachsinn. Ich habe nicht gewusst, wo ich dich damit reinziehe. Hallo. Wir sind zusammen und ich bin total stolz auf dich.
bist der erste Boxer, der dazu steht. Ja. Du bist der erste Freund, der dafür einen auf die Fresse bekommt. Ach, das hätte mir doch überall passieren können. In der Stadt, vom Kino, in der Bahn, was weiß ich. Es gibt bestimmt überall irgendwelche Deppen, die was gegen Schwule haben. Da hast du wahrscheinlich recht. Ja, ganz bestimmt. Also hör endlich auf, dir einen Kopf zu machen. Hm? Jetzt deinen Vater um Hilfe zu bitten, ist etwas zu spät, nicht wahr? Tja. Carla hat mir erzählt, wer nach eurer Hochzeit die neue Chefin in der Holding wird. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, vielen Dank. Merkst du jetzt, was es dir eingebracht hat, Johannes' Testament zu fälschen? Davon abgesehen, dass es widerlich ist, den eigenen Sohn dafür zu benutzen. Du hast Johannes' Erbe mit Füßen getreten. Du bist schuld, dass Tanja Natalie ins Gefängnis gebracht hat. Weil sie genauso gierig ist wie du. Ich habe die bewusste Klausel nicht unterschrieben und ich werde sie auch nicht unterschreiben. Ach ja? Wie willst du Natalie denn frei bekommen? Tanja hat dich doch in der Hand. Dir bleibt doch gar nichts anderes übrig, als auf ihre Erpressung einzugehen. Da wirst du dich also entscheiden müssen. Für Natalie? Oder für die Möglichkeit, Carla irgendwann einmal das Lahnstein-Vermögen wegzunehmen. Und ich bete für Natalie, dass du auch nur im Ansatz noch weißt, was das Wort Menschlichkeit bedeutet. Entscheiden? Ich will mich nicht entscheiden. Ich will alles. Alles okay? Olli, nichts ist okay. Ich lass mir das einfach nicht mehr gefallen. Diese Idioten im Boxclub. Darüber können wir doch auch später Wenn noch. die meinen, ich würde da einfach so abziehen, dann haben sie sich geschnitten. Du hattest recht. Das muss an die Öffentlichkeit. Jeder soll erfahren, wie es da hinter den Kulissen abläuft. Wie Schwule diskriminiert werden. Nein, ich will ihn noch nicht empfangen. Das nächste Mal warten Sie bitte, bis Sie mein Okay haben. Ja, auch wenn es mein Bruder ist. Morgen. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, die ganze Nacht. Was gibt's? Ich habe eine ganz hervorragende Idee, wie wir verhindern können, dass Tanja die Holding übernimmt und Natalie trotzdem freikommt. Du weißt ganz genau, dass das nicht geht. Doch. Und diesmal hat Tanja keine Chance. Keine.